Backmalz erhält man, wenn man Getreidekörner wie Gerste oder Weizen auskeimen lässt, anschließend trocknet und dann vermahlt. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer-Kanal. Schön, dich zu sehen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum soll ich Backmalz selber machen? Das ist ganz einfach, damit dir solche knusprigen und luftigen Brote gelingen. Backmalz verbessert dein Backerlebnis um einiges. Backmalz enthält Malzzucker und Enzyme. Der Malzzucker dient der Hefe sofort als Nahrung und dadurch werden deine Brote viel, viel luftiger. Das Enzym Diastase baut Stärke zu Zucker ab und das Brot bekommt dadurch eine knusprigere Kruste und eine schönere Farbe. Legen wir los, machen wir hilfreiches Backmalz selber. Um Backmalz selber zu machen, brauchst du keimfähiges Getreide. Beim Keimen werden die Enzyme aktiviert und vermehrt. Um sicherzugehen, dass das Getreide keimfähig ist, empfehle ich, Bioware zu verwenden. Oder du gehst in einen Reifeisenmarkt und fragst da nach Saatgetreide. Ich verwende hier Weizenkörner, du kannst aber auch Gerste oder Dinkel verwenden, das spielt keine Rolle. Damit das Getreide die Eigenschaften bekommt, die wir uns zunutze machen wollen, müssen wir es erst keimen lassen. Dafür werden die Getreidekörner als erstes für 12 Stunden in Wasser eingeweicht. Anschließend gießen wir sie ab, spülen sie noch einmal gründlich ab, um Schimmelbildung zu verhindern, und lassen sie für 2 bis 3 Tage an einem warmen und dunklen Ort keimen. Also mit warm meine ich Zimmertemperatur. Das Getreide keimt bei Temperaturen um 22 Grad ziemlich gut. Du kannst das Getreide in einem Glas keimen lassen mit so einem Siebdeckel. Oder du gibst das Getreide in einem Sieb, also zum Beispiel in dem du es gerade abgespült hast, und lässt es darin keimen. Ich stelle mir da dann immer noch einen Teller drunter, um zu verhindern, dass das abtropfende Wasser dann irgendwie irgendwas darunter aufweicht. Die Getreidekörner müssen dann alle 12 Stunden gewässert werden und dann halt wieder abtropfen. Wichtig dabei ist auch, dass das Getreide wieder trocken wird, also nicht mehr Wasser geben als nötig. Ja, nach 2 bis 3 Tagen haben sich Keime gebildet. Ich habe das hier mal aufgenommen. Achte darauf, dass keine grünen Keime entstehen, so wie das jetzt eben gerade hier zu sehen war. Das lag daran, dass ich Beleuchtung benötigt habe, um das Ganze aufzunehmen. Denn wenn die grün geworden sind, dann ist das Getreide nicht mehr zum Backmalz machen geeignet. Haben sich dann ca. 5 bis 10 mm lange Keime gebildet, müssen die Getreidekörner getrocknet werden. Ja, dafür stelle ich mir den Backofen auf Umluft ein und heize ihn auf 50 Grad auf. Dann verteilen wir das Getreide flach auf einem mit Backpapier belegten Backblech. Ja, dann können wir das Backblech in den Ofen schieben und trocknen eben bei Umluft mit 50 Grad. Wichtig ist, dass die Temperatur dabei nicht höher als 80 Grad wird, da ansonsten die Enzyme inaktiv werden. Backmalz, das bei höheren Temperaturen geröstet wird, dient dafür, dem Brot Geschmack und Farbe zu verleihen. Wir wollen aber, dass die Enzyme aktiv bleiben, damit die Hefe genügend Nahrung erhält und der Teig eben besser aufgehen kann. Das Trocknen dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden bei Umluft. Sollte dein Backofen eben keine Umluftfunktion haben, dann trocknest du das Ganze einfach bei Ober-Unterhitze. Dafür müsstest du dann halt einen Kochlöffel in die Tür klemmen, um sie so einen Spalt offen zu lassen. Das Trocknen dauert dann auf diese Weise ein bisschen länger. Da musst du halt einfach mal schauen und eben fühlen, wie trocken das Getreide inzwischen ist. Anschließend können wir das Getreide zu feinem Mehl vermahlen und es dann als natürliches Backhilfsmittel verwenden. Aber nicht nach dem Motto viel hilft viel, sondern nur 0,5 bis 3% vom Gewicht der Mehlmenge. Das heißt, sind im Rezept beispielsweise 500 Gramm Mehl angegeben, dann kann man 2,5 bis 15 Gramm Backmalz zugeben. Backmalz wird übrigens nur bei Teigen aus Weizenmehl eingesetzt. Bei Roggenmehl ist das nicht nötig, denn Roggenmehl enthält selber schon genug Enzyme, da wäre das Ganze also kontraproduktiv, das wäre dann zu viel und das Brot würde klitschig werden. Ich fülle mir das Backmalz hier noch in ein Glas ab und lagere das dann im Kühlschrank. Da kann man das Backmalz dann für bis zu 6 Monate aufbewahren. Länger ist allerdings nicht ratsam, da die Wirkung der Enzyme nachlässt. Ich empfehle daher, lieber kleinere Mengen zu machen. Das macht ja schließlich auch Spaß. Also ich bin sowas von begeistert von diesem Backmalz. Damit werden die Brote einfach viel, viel besser. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht schon viel früher drauf gekommen bin. Aber wie auch immer. Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und dein eigenes Backmalz zu machen. Wenn dir meine kleine Anleitung, wie man Backmalz selber macht, gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt.
Wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt hier unten diesen roten Button drückst und den Kanal Nico Staniszok abonnierst. Das gesagt, ich verabschiede mich für heute. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage einfach Tschüss. Hier, Backmalz machen gehen für leckere Brote.